To be honest, I feel like there was a bump in my mouth. Oh, got a huge off though, and that is Arjen Guben and Christian Engelhardt. Wir sind jetzt mitten in der Sommerpause. Nach dem Norrisring hatten wir 4 Wochen Zeit, uns zu entspannen, einfach die Batterien wieder aufzuladen und vielleicht auch 1, 2 Momente vom Sommer noch aufschnappen. Ja, die Sommerpause nutzen wir natürlich, um einerseits Zeit für sich zu haben, aber andererseits auch Zeit mit der Familie zu verbringen, da das leider oft auf der Strecke ein bisschen liegen bleibt. Zum Motorsport kam ich hauptsächlich durch meinen Vater, der ist früher schon hobbymäßig Kart gefahren. Von dem habe ich als Kind schon immer Formel 1 angeschaut und auch die DTM oft von der Tribüne aus verfolgt. Selber habe ich angefangen mit Simracing, damals auch mit der Tastatur irgendwie probiert, die Autos zu steuern am PC. Selber Kart gefahren bin ich erst relativ spät, so um die 10 Jahre. Hat angefangen als Hobby, ohne große Ambitionen. Habe nicht davon geträumt, Rennfahrer zu werden, weil es für mich so distanziert war, mit so viel Geld und Aufwand verbunden. Also wir haben im Kart angefangen, im Kart sind wir eine Meisterschaft gefahren und da habe ich eigentlich schon gemerkt, wow, da ist was vorhanden, das ist ausbaufähig. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt muss mal der nächste Schritt kommen, haben wir uns ein gebrauchtes Formel-4-Auto gekauft und sind mit dem Partyzelt und dem Auto auf dem Anhänger zur ADAC Formel 4 gefahren. Ich hatte keinen Ingenieur, der mir sagt, wie man so ein Auto fährt. Mein Papa selber hat auch noch nie an Rennautos gearbeitet, aber wir hatten unsere kleinen Erfolge, vor allem in der Rookie-Wertung bei den Neueinsteigern war ich 2, 3 Mal auf Platz 1, was sehr cool war. Aber generell war es schon sehr, sehr schwierig, da konkurrenzfähig zu sein. Jetzt sind wir Porsche Sports Cup gefahren, bin dann im ersten Jahr auch schon Meister geworden. Da wusste ich, der nächste Schritt ist der Porsche Carrera Cup. 2020 bin dort Rookie-Champion geworden und schon Platz 4 in der Gesamtwertung, was für mich ein großer Erfolg war. Dann wusste ich, jetzt muss ich Porsche Carrera Cup und Porsche Super Cup im nächsten Jahr fahren. War eine große Hürde vom Budget, aber ich habe genug Supporter von mir überzeugen können. Wurde auch in die ADAC Stiftung Sport und ins Motorsport Team Germany aufgenommen, was für mich sehr bedeutend war, sehr wichtige Förderung. Und so bin ich in den Carrera Cup gekommen und am Ende auch ins Porsche Junior Shootout. Und wie wir dann im Porsche in den Magenpokalen waren, dann hat man schon gemerkt, dass da ein Potenzial ist, wo wir sicherlich noch viel draus machen können. Das Porsche Junior Shootout am Ende 2021 konnte ich für mich entscheiden. Das hat für mich bedeutet, dass ich im Jahr darauf Porsche Junior gewonnen bin. Große finanzielle Förderung, aber auch allgemein gefördert, abseits von den finanziellen Mitteln. Das konnte dann auch den Porsche Carrera Cup Deutschland gewinnen 2022 und den Porsche Super Cup in Silverstone gewinnen und in der Gesamtwertung Dritter werden. In der Zeit nach meinem Titelgewinn im Porsche Carrera Cup Deutschland wurde dann schnell klar, dass es für mich weitergeht in den GT3-Sport. War ich sehr, sehr dankbar, nach nur einem Jahr im Porsche Junior-Programm gleich schon den nächsten Schritt gehen zu können, als sogenannter Porsche Driver. Habe dann schnell Bescheid bekommen, dass ich schon DTM fahren würde bei Team 75 und da ging für mich ein Riesentraum in Erfüllung, war ich natürlich mega happy, aber ich wusste auch im Hinterkopf, dass die Herausforderung sehr, sehr groß wird. In meinem ersten Jahr GT3 nicht in irgendeine kleine Serie einzusteigen, um zu lernen, sondern gleich, würde ich mal sagen, ins Haifischbecken geworfen zu werden. Aber ich denke, da lernt man am besten das Schwimmen. Und für mich war das sehr, sehr gut, einfach um mich da persönlich weiterzuentwickeln und von den Besten zu lernen. Also es ist für uns auch unvorstellbar und unfassbar, dass wir vor ein paar Jahren noch auf der Rennstrecke selbst als Zuschauer waren. Da war Laudon als junger Kerl dabei und wir haben die Fahrer gesehen, wie sie in der DTM gefahren sind. Jetzt sind wir selber da oder jetzt ist er selber da, sitzt im Auto. Ist eigentlich unvorstellbar in der kurzen Zeit. Wir sind jetzt die ersten 3 Rennwochenenden gefahren in meiner allerersten DTM-Saison. Für mich gibt's immer noch sehr, sehr viel zu lernen. Ich denke, der Trend ging immer steil aufwärts. Klar, Zandvoort war
ziemlich schwierig mit zweimal DNF, wo ich zweimal nicht ins Ziel gekommen bin, aber auch da habe ich gesehen, dass mein Potenzial immer größer wurde. Am Norrisring Platz 4 im Qualifying war auch schon ein Highlight und ich denke, es geht so weiter. Ich hoffe, ich kann noch viel lernen und deswegen sehe ich in mir auch noch viel Potenzial. Als nächstes steht jetzt der Nürburgring an. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist eine Strecke, die ich sehr, sehr mag und auch allgemein die Rennen, die jetzt kommen, hauptsächlich alle in Deutschland. Für mich sehr, sehr cool, als deutscher Fahrer dort vor heimischem Publikum zu fahren. Nach Norrisring war eine kleine Pause, so lang war sie auch nicht. Da versucht man die Zeit natürlich zu nutzen, noch vielleicht eventuell was aufzuholen. Das heißt, es war für uns jetzt keine richtige Pause, sondern wir haben das versucht zu nutzen. Norrisring war ja knapp an unserem ersten Podest vorbei, waren wir stark und das wollten wir rüber transferieren natürlich zum Nürburgring. Nürburgring hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Einmal natürlich familiär, mein Vater hat dort auch mit Rennsport, ja, kann man sagen, begonnen. Ich habe da meine ersten Eindrücke bekommen als kleiner Junge. Habe das 24-Stunden-Rennen ja, sehr, sehr oft gewinnen dürfen und habe mein schärfstes Erlebnis im Motorsport erleben dürfen, einfach mit dieser 919-Runde. Habe viele persönlich tolle Momente am Nürburgring erlebt, deswegen ist es immer ein Highlight für uns und eins unserer Heimrennen, kann man sagen, weil auch viele bekannte Freunde, Fans auch dann vor Ort sind jedes Jahr. Das Ziel am Nürburgring ist natürlich, unser erstes Podest einzufahren. Wir fahren aber nicht jetzt diese legendäre Nordschleife, das muss man dazu sagen, sondern wir fahren auf dem Formel 1 Grand Prix Circuit, aber die kleine Variante, genannt Kurzanbindung. Die Strecke ist sehr kurz, nicht ganz so kurz wie der Norrisring, aber ich würde sagen, die zweitkürzeste Rennstrecke im Kalender. Hat eher kleine Kurven, also langsamere Kurven, engere Kurven. Man braucht eine gute Traktion, man muss gut auf der Bremse sein, man braucht ein gutes Einlenkverhalten. Es sind keine schnellen Kurven wirklich da auf dieser Strecke, das heißt, es ist eher was Spezielles. Trotzdem ist es immer toll, am Nürburgring auch zu fahren, ganz klar. After summer break, team have a lot of time to prepare the cars. Preparation of the car is one of the key of the success. Also for mechanics, for engineers, it's good that they have time with families because they spend a lot of time with the car, with us on the track. So also for them, it's important to get relaxed and get refreshed. So I see everyone is refreshed, and yeah, we are now ready for the second part of the season. Im Qualifying 1 war ich eigentlich mit meiner Runde sehr, sehr zufrieden. Am Ende leider knapp die Top 10 verpasst. Das ist natürlich nicht das, was ich mir erhoffe, vor allem wenn das Auto sehr, sehr gut sich angefühlt hat und auch meine Runde gut war. Aber so ist es manchmal in der DTM, da geht es extrem eng zur Sache und da kann man nicht immer unter den ersten 3 sein. I think Arjen Şengün wants to get past the number 83 car and give it a space, but look how close he is, and we're only in qualifying at the moment. The qualifying was okay. We were P20, I think, for sure not the great position, but I mean that day that was the maximum. Bei Can war es leider zum falschen Zeitpunkt, er musste die Runde zweimal abbrechen und dann ist einfach dieser extra Zucker im Reifen ist dann einfach nicht da. Das ist immer so, dass das Spiel, wenn man es genau trifft, dann kann man da mit Sicherheit viel mehr Positionen weiter vorne stehen. Das haben wir für das Quali bei Can zumindest jetzt nicht ganz geschafft. Thanks very much indeed, Verena. Yes, welcome everybody to the Nürburgring, and it's almost 18 degrees. You'd almost think it's the summer here. It certainly wasn't like this earlier in the week. It's got 60 minutes plus 1 lap of racing. Will be go. It's a long pause, it's a long wait. There are the lights, there's the line, and we are underway, and it's a good start from Mirko Bortolotti, but watch for Kelvin van der Linde. Vom 12. Startplatz aus war es für mich ein sehr, sehr turbulenter Start. Ich musste erst einen kleinen Unfall ausgleichen, ich habe da einige Positionen verloren. Allerdings war da meine Pace sehr gut und ich konnte schon auf den 7. Platz vorfahren und war schon sehr, sehr knapp an den Top 5 dran. War auch einen Tacken schneller, von dem her war ich sehr, sehr zuversichtlich, dass es ein gutes Rennen wird. I was in the middle of the fight, I was fighting with everyone. I think I was P17 or something in that moment, but the fighting was really hard and we were fighting for every position. We started drizzle. In that straight to the turn 1, I see a lot of rain, it's heavy rain. And coming into turn 1, I do my normal braking.
edge off though, and that is Arjen Guven and Christian Engelhardt. Safety car comes out. Just before I go out of the corner, to be honest, I feel like there was a bump in my mouth, and then I do, I think, 2-3 laps around the car and like turn, spin, and then I was stopped. And I understand more or less what happened because I know the corner and I know what can happen. So when I got out of the car, I see it was Christian, and he's also a good friend of mine. So yeah, directly we talked with each other. He was healthy, I was feeling okay. Just after the crash, I lose a little bit my breath, I think because of the impact. I could not take breath for 10 seconds or something, so that was the only moment where I feel maybe I hurt myself from the crash, but after it was getting better and better and I feel no issue. Allerdings habe ich dann einen sehr, sehr großen Unfall gesehen in der ersten Kurve. Als ich dann vorbeigefahren bin, habe ich gesehen, dass es das Auto vom Can war. War für mich ein riesen Schock, das Auto in so einem Zustand zu sehen. Ich habe dann relativ früh schon gesehen, dass der Can ausgestiegen ist, was für mich natürlich auch ein gutes Zeichen ist. Das war in dem Moment, habe ich das realisiert. Zum einen halt einfach, wow, okay, Unfall. Also hoffentlich ist den Fahrern und unserem Fahrer nichts passiert. Aber dann zum Zweiten sagt man, okay, scheiße, weil man weiß, es kostet Geld, es ist ein Ergebnis, ein mögliches zunichte gemacht. Und im zweiten Schritt dann auch realisiert, okay, mit einem anderen Fahrzeug, mit Laurin haben wir gerade gestoppt, als einer von wenigen Fahrzeugen, um zu versuchen, Position gut zu machen durch einen Boxenstopp, durch eine andere Strategie. Und es wurde in dem Moment einfach auch das Resultat für das zweite Auto auch zunichte gemacht. Und die anderen haben sozusagen einen kostenlosen Boxenstopp bekommen, während ich nur 80 fahren darf. Verlieren natürlich nicht so viel Zeit, während sie in der Box sind. Von dem her war für mich ein aussichtsreiches Rennen vorbei. War dann letzter und dann mussten wir schauen, was wir machen. Es hat dann wieder ein bisschen angefangen zu regnen, von dem her habe ich gesagt, komm, wir sind letzter, wir probieren es auf Regenreifen zu gehen. Vielleicht zahlt sich der Gamble aus. Hat es nicht ausgezeigt, ich bin aus der Box gefahren, plötzlich wieder strahlende Sonne, die Strecke war trocken und dann habe ich gesagt, hey, das funktioniert nicht, wir müssen nochmal zurück auf Trockenreifen, weil wieder Safety Car war. Dann mit 3 Boxenstopps in einem DTM-Rennen, glaube ich, habe ich schon wieder fast einen neuen Rekord aufgestellt. Aber ja, komme ich noch ein bisschen nach Vorkämpfer auf Platz 19, aber generell keine Punkte. Ist natürlich fürs Team dann ein sehr schlechter Tag gewesen. Also mein Name ist Sven Schmidt. Ich bin seit 5 Jahren bei Team 50 Motorsport und bin der Chefmechaniker von der 24. Das Auto wurde erstmal von den Streckenbetreiber ins Parc Fermé gebracht. Da haben wir es abgedeckt, dass keine Fotos gemacht werden von den Fans und so. Ja, dann wurde es später in die Box gebracht. Die Erstdiagnose haben wir dann auch nach Rennstrecke ein bisschen gemacht. Auch um das Auto besser zu verladen, haben wir schon ein paar Teile abgebaut, um zu checken schon, was kann man jetzt schon bestellen. Also zum Beispiel wie Chassis hat der Timo ja dann schon alles direkt bestellt an der Rennstrecke. Ein paar Teile haben wir schon geguckt, was wir da haben, was wir bestellen müssen halt, um die Teile schneller an Ort zu haben und dann neu aufzubauen. Beim Sonntag war klar, dass wir nur mit einem Auto starten können, nur mit der 75, der 24er war zu stark beschädigt. Deswegen war alles auf ein Auto zu konzentrieren. Seventh, Bob Pereira 8th, Maro Engel 9th, Luca Engster, another one that's been off the road but is going well in terms of time. Qualifying war nicht bei einfachen Bedingungen, bei teilweise abtrocknender Strecke waren wir auf Slicks unterwegs, von dem her wusste ich, dass nur die letzte Runde zählt. Da hatte ich dann ein bisschen Verkehr, allerdings war es nicht allzu wild. Platz 11 habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, allerdings war es ein solides Ergebnis und ich wusste, bei solchen Wetterbedingungen kann im Rennen alles passieren, von dem her war ich noch sehr motiviert fürs Rennen. Ja, es waren Mischbedingungen und als wir auf die Startaufstellung kamen, fing es immer so ein bisschen mehr an zu nieseln. Es waren ein paar Konkurrenten auf Slick. Es war dann bis zum 3-Minuten-Schild, weil beim 3-Minuten-Schild muss das Fahrzeug auf den Rädern stehen. Es darf nicht mehr angehoben werden, es darf am Fahrzeug nicht mehr gearbeitet werden. Also 3 Minuten bevor das Feld in die Einführungsrunde geht. Und deswegen ist es so die Deadline und da ist auch so der Spannungsaufbau. Man guckt, was machen die anderen. Wir waren hin und her, haben dann aber letztendlich den Call gemacht, auf Regenreifen zu gehen. It's race 2, 60 minutes plus 1 lap of race action, about to get underway, and the lights change from red to green. Thomas Priding under attack from Lauren Heinrich.
he's had a moment somewhere in the middle of the lap. Engel, 9th, 10th, and you've got there as well the number 75 Porsche of Laurin Heinrich, and straight on, I'm afraid, goes Jack Aitken, the Ferrari. Und Laurin kam vom P11 relativ gut nach vorne. Ich war dann vor dem Boxenstopp, als es sehr, sehr nass war auf der Strecke, dann eins der schnellsten Autos auf der Bahn und konnte sehr, sehr viel Zeit gut machen auf den ersten Platz. Wir haben aus dem Vortag gelernt, nicht als Erster in die Box zu gehen, dadurch, dass die Gefahr von Full Coursello vor allem in den Regenrennen sehr, sehr hoch ist. Da sind wir lang draußen geblieben. Und im letztmöglichen Zeitpunkt in die Box, tatsächlich dann auch unter Full Coursello, weil es einen Unfall gab. Bin dann als dritter Platz in die Box gefahren, bin dort auch wieder rausgekommen. Dann am Ende war es ein sehr, sehr spannender Aufholjagd, weil meine Pace war sehr, sehr gut. Ich war schneller als der Erstplatzierte. Der ist dann auf den zweiten Platz zurückgefallen und in den letzten paar Runden konnte ich ihn mir auch noch schnappen. Laurin Heinrich going really deep, but still Lucas Auer holding on. Oh, he's going to take the traction around the outside though. Left-hander coming up. The German's going to get through into second place. Ich wusste natürlich, dass ich nicht allzu viel Risiko eingehen will, dadurch, dass mein erstes Podium in der DTM ist, als erste fürs Team in dieser Saison. Und am Ende hat es geklappt. Ich bin natürlich überglücklich, dann vor allem nach so einem schwierigen Samstag, nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Team. And you've just heard from Laurin Heinrich. Massive well done to him as well. Good effort to come from the 6th row of the grid to get his first ever podium in the DTM. Mit P2 hatten wir unser erstes Podium. Laurin hat das klasse gemacht. Strategie war perfekt und das war eigentlich so ein bisschen Licht und Schatten, weil auf der einen Seite hatten wir Can, der uns unterstützt hat, der da war fürs Team, aber leider nicht starten konnte aufgrund des Unfalls am Vortag, und auf der anderen Seite einfach dieses Licht, dieses erste Podium, den das Team sich so stark verdient hat. Klar freut man sich natürlich in erster Linie mit seinem Team, weil die natürlich auch hart dafür gearbeitet haben, aber dann bei der Siegerehrung auch die Familie, die Freunde und den besten Freund am Rand stehen zu sehen, ist dann natürlich für mich was ganz, ganz Besonderes, und das sind auf jeden Fall Momente, die ich nie vergessen werde. Wenn sowas passiert, muss man irgendwann die Emotionen ausblenden, muss sagen, okay, wie kriegen wir das Fahrzeug wieder schnell aufgebaut. Wie wir dann zurückkamen von der Rennstrecke, haben wir erstmal das Auto ausgeladen, haben dann erstmal alles gecheckt, was ist jetzt wirklich kaputt am Auto, haben nach und nach alles abgebaut, um zu checken, was kann man noch benutzen, was kann man reparieren, was muss neu bestellt werden. Das Auto war dann Totalschaden eigentlich, also das Chassis war Totalschaden, mussten wir ein neues Auto komplett neu aufbauen. Hinten rechts war kompletter Schaden und vorne links auch. Dann wurden die ganzen Teile, die nicht mehr reparabel waren, wurden bestellt. Ein neues Chassis war schon bestellt, das hat Timo schon an der Rennstrecke sozusagen bestellt. Das sind wir dann Dienstag abholen gegangen, das Chassis. In der Zwischenzeit haben wir das alte Chassis komplett zerlegt, die ganzen Kabelstrang raus, ganze Fahrwerke abgebaut. Als das Chassis dann kam, haben wir von links nach rechts dann gebaut. Zuerst den Kabelstrang eingebaut, dann die verwendbaren Teile noch angebaut und dann gewartet, bis halt die bestellten Teile da waren und den Rest dann zusammengebaut. Ja. Also Motor und Getriebe konnten verwendet werden, die gingen aber zu Porsche zur Überprüfung, ob wir sie wirklich verwenden können. Die wurden dann gecheckt. Nach dem Okay von Porsche haben wir es dann wieder eingebaut. I was keep in touch with my mechanics and Timo. You know, we are talking about how it's going. And then mechanics send me all the process of the car, you know, from the beginning. It's like Lego, you know, it's big Lego for the big boys. You know, they put all together. Für den Neuaufbau hatten wir also 7 Tage eigentlich schon Zeit, obwohl 2 Wochen zwischen den Rennen waren, aber mit Verladen und Logistik alles, aber eigentlich nur 7 Aufbautage gehabt. Das Rollout bin ich selber gefahren am Flughafen bei uns in der Nähe und konnte dann direkt auch bescheinigen, dass alles sich gut anfühlt und wir so zum Lausitzring reisen können, wieder mit 2 top vorbereiteten Fahrzeugen. Yeah, so we are now in round 5 of DTM in Lausitzring, and it's my first weekend after crash. So yeah, thanks to the guys, the mechanics for bringing a car here and make it ready.
Ja, Lausitzring ist eine Strecke in der Nähe von Dresden, also zwischen Dresden und Berlin. Dort sind auch Ovalrennen früher gefahren worden aus der amerikanischen Champ-Car-Serie. Das ist ein Tri-Oval, also mit 3 Kurven normalerweise. Wir nutzen die letzte Kurve im Oval, nutzen wir auch bei der DTM, aber dann den Rest nutzen wir das Infield. Keine einfache Strecke, sehr wellig, viele auch langsame Kurven, man braucht eine gute Bremse. Man braucht auch, glaube ich, diesen Topspeed, weil man einfach aufs Oval rausfährt. Diese Kurve geht dann mit Vollgas, leicht überhöht, dann auf eine lange Gerade. Dann in der langen Geraden wird dann angebremst. Also es ist keine einfache Rennstrecke, obwohl sie sehr, sehr kurz ist, hat sehr viele Elemente. Nach meinem zweiten Platz am Nürburgring bin ich natürlich jetzt extrem motiviert, die zweite Saisonhälfte genauso gut zu starten, wie die erste aufgehört hat, wenn nicht sogar noch besser. Von dem her geben wir natürlich Vollgas. Allerdings habe ich in meinen 4 Wochenenden DTM auch schon lernen müssen, dass man in der einen Session ganz oben sein kann, in der anderen wieder ganz unten. Von dem her darf man sich nicht darauf ausruhen. Man muss immer Vollgas geben. Hier am Lausitzring, denke ich, hat es uns vielleicht ein bisschen schwerer getroffen von der Fahrzeugeinstufung, von der Balance of Performance. Allerdings ist es keine Ausrede. Wir geben immer das Maximum mit dem, was wir haben. Und dann müssen wir einfach im Qualifying schauen, wo wir am Ende stehen. Qualifying one was really tight between Porsches. At least we were a little bit off. Between me and fastest Porsche there was a really small gap and I was P19. Ja, vor dem Samstag wurde leider die BOP angepasst. Das hat uns ein bisschen hart getroffen. Dementsprechend war ich der zweitbeste Porsche auf Platz 17. Der beste Porsche war auf Platz 16. Das ist natürlich keine optimale Ausgangslage und wir wussten auch, dadurch, dass es im Rennen keine Änderung gab, dass es sehr schwierig wird. Round 9 of the championship gets underway. The lights go green. We go racing. Jack Aitken makes a really good start from pole position. Start was really good. I climbed to P12 or 13, I don't know. Kontakt von hinten bekommen, hat mich ein anderer Fahrer in der Bremszone in die erste Kurve erwischt, hat glaube ich keine Bremsen mehr gehabt und dann war für mich das Rennen gelaufen, schon weggerissen und dann musste ich das Auto abstellen. And there was a safety car and then after we never have the speed we want. Racing incident, I would say from my point of view. Yeah, 3 together, yeah. That was There was the Lambo and Porsche in front of me fighting really hard. To be honest, I don't have speed to pass them, but I just give them stress, so they fight harder. And then at the end they touch, and this is exactly the moment for me that I get 2 positions from them. Close to one another, they can have a conversation and they're going to have one down because they're both going to the gravel trap and both lose 2 positions on the run through that. Can hat gekämpft und versucht. Wir sind dann knapp eine Position am Punkt vorbei, was dann schade war, weil ja, wir haben wirklich versucht, noch was möglich zu machen. Am Sonntag, am zweiten Renntag, stand wieder Qualifying und Rennen an. Allerdings bei schwierigen Wetterbedingungen, dadurch, dass es morgens ein bisschen genieselt hat, da war man sich nicht so sicher, wie es dann im Qualifying bei uns sein wird. Am Ende war es trotzdem sonnig und wieder extrem heiß. Ja, Quali 2 hat man versucht, von Quali 1 zu lernen. War auch ein bisschen besser von der Platzierung her, trotzdem nicht da, wo wir hinwollen, wo wir hingehören. Wir haben es nicht genau getroffen. Lights go out, the race gets underway and they charge and thunder towards the first corner and it's going to be the Lamborghini Bortolotti. Am Sonntag habe ich einen relativ guten Start erwischt, konnte 2, 3 Autos überholen. Allerdings war es dann sehr, sehr chaotisch. Ich habe mich, glaube in einem 6-fach-Kampf befunden.
dann innen verteidigen müssen, beziehungsweise wollte jemanden überholen, habe dann auf der Bodenwelle ein bisschen das Auto verloren, habe dann leider einen anderen Kontrahenten getroffen und für mich war das Rennen vorbei. Natürlich, ja, wie soll ich sagen, der passende Abschluss zu so einem schwierigen Wochenende hat mich nicht so positiv gestimmt und wieder mit zweimal 0 Punkten, zweimal nicht ins Ziel gekommen, wie in Zandvoort nach Hause zu gehen, war kein gutes Gefühl. Fighting really hard, but again we were not quick enough to keep with the guys, and we just stay on the track for having a maybe lucky pit stop with full course yellow. We stay on the track, and then after it didn't came, and then we already offset it because of we stayed too long on the track and we need to park the car. So yeah, at the end no points for Lausitzring. BOP was not really nice because, to be honest, struggling only in a straight line, you know, we were not fast enough, and you can see in the data that compared to other brands we are really slow. So Sector 1 and 2 we are okay in the corners, but as soon as there's a straight line we have no chance, and this is why all Porsches struggle. Wir waren gefühlt auf jeder Rennstrecke in diesem Jahr konkurrenzfähig. Hat manchmal nicht immer das Quäntchen Glück, was man braucht. Aber Lausitzring, muss ich sagen, da waren wir vom Setup nicht so aussortiert, wie ich mir das gewünscht hätte. Also es war das einzige Rennen in dem Kalender, wo ich sagen muss, da war mehr drin, auch von unserer Seite. Da war ich nicht mehr zufrieden. Ich bin Max, 28, bin Car-Chief für die 75 und bin Hauptverantwortlicher für das Auto, was die mechanische Seite angeht. Unser DTM-Auto für dieses Jahr ist der 992R GT3, ein 4,2 Liter Boxermotor, Heckmotor. Das heißt, der Motor sitzt hinter der Hinterachse mit Getriebe davor. Der größte Unterschied zu unserem alten Auto, also zu dem 991 Gen 2, ist klar die Außenhaut, also das Anschauungsbild des Autos. Der Unterboden ist komplett anders. Der Heckflügel ist jetzt hängend anstatt stehend und der Motor wurde größer von 4 Liter auf 4,2 Liter. An unserem Standort bin ich alleine für das Auto verantwortlich. An der Rennstrecke kommen dann noch 2 Leute mit dazu, das heißt, wir sind dann 3. Das heißt, ich bin so ein bisschen eher die Verbindung zwischen Ingenieur und Auto. Das heißt, wenn der irgendwas zu mir gibt, ich gebe es weiter an meine 2 Jungs, die machen das dann oder stellen das ein, wenn ich irgendwas anderes machen muss. Ansonsten machen wir das zu dritt. Bei uns ist die Aufteilung so, dass ich mich eher um den Innenraum kümmere. Das heißt, alles was Fahrer betrifft. Dann der zweite Mechaniker macht eher so Motor, also das heißt zum Beispiel, wenn man die Luftfilter wechselt oder wenn da irgendwas ist. Und den Vorderwagen, und der dritte Mechaniker ist dann fürs Tanken zuständig und das Bodywork. Das heißt, wenn irgendwas beschädigt ist, baut er das Neue auf, also wie eine Stoßstange zum Beispiel oder eine Haube. Und wenn vom Rennen oder vom Quali oder vom Training getankt wird, dann ist er auch dafür verantwortlich, dass er das Auto auftankt und danach auch das Auto wieder abtankt und dem Ingenieur dann die richtige Anzahl an Kilos gibt. Der Boxenstopp am Wochenende ist eigentlich ein Zusammenspiel aus 6 Leuten. Das heißt 2 Schlagschrauber, einer pro Seite, 2 Leute, die die Reifen stecken, also auch pro Seite, dann der Luftlandsmann, der das Auto anhebt und der Lollipop. Das heißt, der stoppt das Auto mit dem Schild, was runtergeht, hält dann hoffentlich optimal. Das Auto wird aufgebockt durch die 4 Hebeanlagen und ja, dann wird der Hinterreifen gewechselt. Das heißt, der erste Reifen kommt runter, der Stecker steckt den neuen Reifen drauf, der Schlagschrauber macht ihn fest und dann geht das Ganze vor an die Vorderachse und das ist eigentlich das gleiche nochmal. Wenn der Vorderreifen gewechselt ist, gehen die 2 Hände von den Schlagschraubern hoch. Dadurch weiß der Luftlandsmann, okay, sie sind fertig, zieht die Luftlanze ab, das Auto fällt runter und im besten Fall fährt er dann auch direkt los. Jetzt geht es volle Kraft zum Sachsenring, das ist eine ganz andere Strecke, ganz andere Dynamik und darum geht es auch. Nicht nur schnell umschalten, sondern auch schauen, welche diese Vorbereitung, Fahrzeugvorbereitung, aber auch vom Engineering, also Sang, Jarek und Erik, einfach diesen Mindset wieder schärfen, okay, jetzt sagst du eine ganz andere Strecke, was brauchen wir? Passt das besser zu unserer Charakteristik? Und das wussten wir auch. Und da jetzt gucken, diesen Spin wieder kriegen und Lausitzring hinter uns lassen. Normally I like Sachsenring is anti-clockwise and I'm left-hander, so I believe it's advantage for me to turning more left. It's really physical for your neck. This is the only track in the calendar where we feel our neck because of turning too much left without any rest, but I like the track. Erster Sektor ist sehr, sehr eng mit langgezogenen Kurven, dann der zweite Sektor extrem schnell, braucht man viel Mut als Fahrer und im letzten Sektor geht es dann nochmal viel bergab, wieder bergauf, also es ist eine richtige Achterbahn und sehr, sehr einzigartig als Strecke. Ja, das erste Mal am Rennwochenende im ersten freien Training aus der Box rauszufahren, ist natürlich ein besonderes Gefühl. Einerseits, weil man natürlich jetzt endlich fahren will, man ist ja schon einen Tag davor da und wenn man dann schon die ersten Fans links und rechts an der Strecke sieht, ist natürlich sehr, sehr einzigartig und ich denke, da entfacht sich nochmal das Feuer in dem Rennfahrer, wenn es dann endlich losgeht.
Ja, Sachsenring am Samstag, das Wetter war gut, Qualifying 1 und Rennen 1 standen an. Nguyen going into second place. He was impressive yesterday as well. There he goes, the Turkish driver, looking for his best qualifying of the season as well. Erstes Quali war von Can mega, also hat lange geführt, war lange auf Polezeit und dann war Lukas Stolz, ich glaube 600stel oder was schneller. Es war ganz knapp, aber Can stand das erste Mal in der ersten Reihe P2 für Rennen 1. Das war wirklich klasse. Laurin haben es nicht ganz perfekt getroffen im ersten Quali. Also er musste ein paar Mal abbrechen die Runde und dann war der Zucker vom Reifen weg. Aber trotzdem war es einfach in dieses Rennen zu gehen mit diesem Start aus der ersten Reihe war für uns alle ein riesen Push. After good qualifying, for sure, we have high expectation from the race, starting from first row, and podium was clear goal. DTM 2023, Chris Hartley and Brian Oliver on commentary as they roar into life, burst into action and charge down towards the first corner. It looks like a really good start for Lukas Stolz and also for Tommy Breining, who's going to get second, easy. I will go side by side with Thomas, who have a good start, and I try to overtake him from outside, and I keep my P2. Andrew Given has fended him off, and I think we've got Lukas Stolz well clear. Andrew Given in second place, Thomas Breining in third. Kommt mich ein bisschen nach vorne arbeiten am Start, war dann lange auf Platz 11, war viel schneller als der auf Platz 10, hab gedacht, Top 10 schaffe ich noch. Ich hatte einen ganz intensiven Fight mit Lukas Auer. Ich habe mich dann irgendwann daneben gesetzt und hat er mich außen in die Wiese gedrückt, mit allen 4 Rädern durch die Wiese und habe ihn dort irgendwie überholt. Hab's Auto abgefangen, das war ein sehr cooles Manöver, aber war auch hart am Limit. And then I think second critical point was pit stop. Cars in front of us in the pit lane cost me a little bit of time. There is Breining. Breining's going to get him. So Breining moves ahead into a net second place. Thierry Mullen coming under fire here from number 75, Lauren Heidrich driven Porsche, which nips the... Leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, bin dann auf Platz 12 zurückgefallen. War dann am Ende so ein bisschen die bittere Pille. Yeah, we just lose one position, Thomas, but still we managed the podium. Yeah, Andrew Given, a proud moment for him and for Turkey. First Turkish driver in the DTM full time and the first onto a DTM podium. Yes! We put everything together, the race was really good start. I had a fight with Thomas and I keep P2, but in the pit they were better than us, than P3, but for me the goal was podium, so I don't mind if it's P2 or P3. We make the podium, I'm super happy. Thanks all the team. I feel relief after this because the whole season I was close to podium a lot of times, but it's just not happening. But in Sachsenring we managed to put all together in one day, and yeah, at the end we get the podium. The best part of the race is like when you get off the car, hugging your team, hugging your family, and yeah, it was an emotional moment for sure for me. My first podium in DTM, it will be always special. And then also the team worked really hard for this in the background, so I also feel happy for everyone involved. Ja, für Can hat es mich besonders gefreut, sein erstes DTM-Podium, vor allem nach so vielen Rückschlägen, braucht man nur Nürburgring zum Beispiel sagen. Ich weiß, wie es sich gefühlt hat, für mich lief es auch nicht immer rund und für mich weiß ich noch, wie es sich bei mir am Nürburgring angefühlt hat, als ich das erste Mal auf dem Podium stand. Deswegen gönne ich es ihm vom ganzen Herzen. Ich denke, das gibt jedem im Team nochmal einen richtigen Push und das hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Ja, Rennen 1 war klasse, also beide Fahrzeuge in den Punkten und ein Fahrzeug auf dem Podium. Ja, war ein richtig gutes Ergebnis. Die Pace war da, Can war happy, stand das erste Mal auf dem Podium in der DTM und war auch sehr happy mit der Balance. Laurin ist gut nach vorne, von 15 auf 12. Die erste Kurve ist immer so ein bisschen Kuddelmuddel, sage ich, im Sachsenring und das hat er gut gemacht. Es war ein guter Samstag. Am Sonntag stand das zweite Rennen an, wieder mit dem zweiten Qualifying, ebenfalls bei super Wetter.
Shangun as he comes around to complete his lap. This will lift him off the bottom of the table. Now, where will it put him? 6th. That's a little bit better, isn't it? So Gun also doing a good job there. Yeah, I think the qualifying for second day BOP was changed, but not so much for us, for more other brands. At the end, we made good quali, good lap time. We were the fastest Porsche again, but we were not front. We were P8. Still really good result, but compared to the day before, other brands improved. Qualifying 2 habe ich mir viel mehr erhofft, nachdem die Pace im Rennen tatsächlich sehr, sehr gut war am Samstag. Platz 21, noch weiter hinten als da am Vortag. Ich wusste auch, dass das Überholen wieder schwierig wird, aber habe einfach auf einen guten Start gehofft und dass ich da ein bisschen nach vorne gespielt werde. Auf Sonntagrennen habe ich mich trotzdem gefreut. Ich war tatsächlich gar nicht mal so aufgeregt. Ich war einfach sehr motiviert, weil ich wusste, jetzt geht's richtig nach vorne. Starting P8, I know we have a great race car, so I was optimistic for good points, like top 5. The red lights go out, they're roaring to life, and DTM is go here at the Sachsenring. Really good start from Mirko Bortolotti. So in the race I have a good start, and I make turn 1 from outside, which I have really good position, and I was almost gaining maybe 2 positions. But then 2 other guy right side of me collide, and the one of Mercedes spin, and he just like, I was just next to him, he just get me, and I have nowhere to go. Unfortunately, we get a little bit damage, and also we go last position. Ja, am Sachsenring weiß jeder, Überholen ist schwierig, am Start ist es am einfachsten, Position zu gewinnen. Ich glaube, das hat jeder leider ein bisschen zu ernst genommen. Between Marvin Dienst and Sheldon van der Linde, and Lauren Heinrich was very unlucky. Allgemein am Start ist einfach das Crash-Risiko extrem hoch. Von dem her gab es eine Massenkarambolage, wo ich unglücklich mit rein verwickelt wurde, unschuldig, wie viele andere auch. War sehr, sehr enttäuscht und ja, das war einfach ein extrem bitteres Ende zu dem Wochenende, was eh nicht so gut lief für mich. Dann ist das Auto noch kaputt und es hat auch ordentlich im Auto gerumst, also merkt man dann schon im Kopf und am ganzen Körper, auch die Tage danach. Ich war einfach extrem enttäuscht und super, super traurig, dass ich dann dort ja, in der ersten Runde, im ersten Sektor neben meinem kaputten Auto stand und das Rennen schon beendet war. Yeah, restart helped us because we have time to check our car, repair our car. For sure, without this we could not continue the race because of damage, but the team fixed the car how much is possible in the grid. Yeah, it was give us a chance to try one more time. Let's find out. We're about to get racing back up to speed. The single file restart. Mirko Bortolotti leads them over the line. The Italian goes through. Ist noch den Restart gefahren vor ganz hinten, war aber zu viel kaputt von. Klar, man versucht noch nach vorne zu kommen, aber dann, wenn die Balance nicht mehr da ist, sind Teile beschädigt. Man sieht ja auch nicht so weit in das Auto, muss man sagen. Dann war auch klar, dass er dann aufhört, weil einfach das Auto sich nicht mehr gut fahren ließ, in dem Moment durch die Beschädigung. We just stay on the track to get some experience, but at the end we decided to stop the car because of damage, so there was no point to keep going. Ja, im mittleren Teil der Saison haben wir die Leistungsfähigkeit gezeigt, punktuell, dass wir es können. Wir haben 2 Podien eingefahren, am Nürburgring das erste für Laurin, am Sachsenring das erste für Can. Wir hatten dieses Rennen in der Mitte im Lausitzring, wo ich sage, das war das einzige Rennen, wo wir nicht unser Potenzial ausgenutzt haben. Damit kann ich nicht zufrieden sein. Muss man schauen, analysieren und Sachen mitnehmen, die man einfach daraus lernen kann. Wir haben auch Licht und Schatten gesehen, also dass wir auch bei beiden Rennen, gerade am Nürburgring, gerade am Sachsenring, einfach von der Performance, die wir als Team gezeigt haben, die Speed der Fahrzeuge und Timing, Taktik, Boxenstopp, dass da mehr als dieses Podium und diese 2 Podien drin waren. Also da hätten auch 4 Podien bei rausspringen können. Wir haben gezeigt, wir gehören dahin und wir haben nicht nur diesen Zug zum Podium, sondern wir haben es geschafft und da ist auch der Platz, wo wir hingehören. Ja, das Ziel bleibt weiterhin, auch einen Sieg einzufahren. Das Ziel bleibt weiterhin, vielleicht auch mal eine Pole Position zu fahren. Das Ziel bleibt weiterhin auch, mehr Podien einzufahren und uns da vorne zu verankern bei den Top 5 der Teams. So we are at Red Bull Ring, which is second last round of DTM. He goes on to pole position. Lauren Heinrich gets pole. Wow!